Hallo und willkommen zu einem neuen Review. Moranev hat ja so einige Outdoor-Messer in seinem Portfolio, aber bis jetzt nur ein einziges wirklich schweres Arbeitstier, nämlich das Garberg. Und genau dieses Messerchen, das schauen wir uns heute mal aus der Nähe an. Ich werde natürlich auch noch einen Schnitttest durchführen und ja, dann schauen wir mal, was das Messer so drauf hat. Wie immer, dieses Video ist nicht gesponsert. Ich habe mir das Messer von meinem eigenen Geld gekauft und ich bekomme auch nichts dafür, dass ich dieses Video mache, außer natürlich eure Liebe und eure Likes. Vielen Dank. Das Garberg ist Moras erstes Fulltank-Messer und laut eigener Aussage das robusteste Moranev-Messer, das es bisher gibt. Und das kann ich nur bestätigen, das Ding ist wirklich wie ein Panzer. Geliefert wird das hier ganz spartanisch in so einer Pappschachtel. Ich glaube, da war noch nicht mal eine Anleitung dabei, soweit ich mich erinnere. Was ich am Garberg besonders gut finde im Vergleich zu anderen Mora-Messern, das sind zwei Dinge. Zum einen der höherwertige Stahl, der hier zum Einsatz kommt, und zum anderen eben die durchgehende Klinge. Besonders hübsch ist auch das Garberg nicht, das kennt man ja von den Mora-Messern. Ich hatte dazu im Internet auch mal einen Spruch gelesen, der es ganz gut trifft. Mora-Messer sind nie die besten und auch nie die hübschesten, aber sie sind immer ordentlich verarbeitet und günstig und ich denke, das kann man so sicherlich unterschreiben. Schauen wir uns noch kurz ein paar technische Details an. Das Messer ist insgesamt 22,8 cm lang und wiegt 169 Gramm. Wir haben hier wie gesagt einen durchgehenden Klingen-Erl, also ein Fulltank-Messer mit einer Klingenlänge von 10,8 cm und damit ist das Messer zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch 42A-konform. Die Klinge ist Plain Edge mit einer Drop-Point oder Clip-Point-Klingenform, das ist hier sicherlich Auslegungssache. Und der Klingenspiegel ist leicht mattiert, was ich sehr schön finde. Ja, so diese polierten Klingenrücken, die gefallen mir nicht. So eine Mattierung oder auch Stonewash, das gefällt mir immer ziemlich gut. Ist natürlich Geschmackssache. Wir haben ja eine ordentliche Klingenstärke von 3 mm und auch einen sehr scharfkantigen Klingenrücken, um zum Beispiel Feuerstahl anzureißen oder auch feine Holzspäne zu schaben. Und wenn ich scharf sage, dann meine ich auch wirklich scharf. Beim Garberg setzt Mora für den Klingenstahl auf das höherwertige stickstofflegierte 14C28N. Bei Schwedenmessern, da kommt ja eigentlich meistens hier diese günstige 12C27 Legierung zum Einsatz. Die liegt leistungstechnisch im Bereich von 440C, ist also ganz okay, brauchbarer Durchschnittsstahl. Der 14C28 vom Garberg, der ist etwas besser, der wird laut Moranev einer speziellen Behandlung unterzogen, um noch widerstandsfähiger zu werden. Gleichzeitig ist der Stahl mit 58 HRC auch noch angenehm weich, damit man die Klinge auch unterwegs, jetzt zum Beispiel im Einsatz, noch nachschärfen kann. Das ist eigentlich ganz praktisch. Apropos Schärfen, der Schleifwinkel beträgt hier 14 Grad und ja, die Klinge hat den typischen Scandi-Schliff. Der Scandi-Schliff macht so ein stabiles Messer wie das Garberg zum idealen Spaltwerkzeug. Und damit kommen wir zu den Einsatzmöglichkeiten des Garberg. Laut Hersteller ist es ein Messer fürs Bushcrafting, für die Jagd und Outdoor allgemein. Und auf manchen Webshops findet man dann noch zusätzlich so Angaben wie Camping und Survival als Verwendungsmöglichkeit. Also ich persönlich sehe das eigentlich eher hauptsächlich als Bushcrafting-Knife. Das wäre so das Haupteinsatzfeld für das Garberg. Batonieren ist damit absolut kein Problem. Rumhacken, auch Holzschnitzen klappt gut. Andere Verwendungen wie Jagd oder Food Prepping sehe ich jetzt hier nur sehr eingeschränkt, weil ja, der Scandi-Schliff, der hat eben auch seine funktionellen Beschränkungen. Und so eine durchgehend fette Klinge und dann noch im Scandi-Schliff, das ist für mich halt eine Axt in Messerform. Spaltet hervorragend, schnitzt auch zum großen Teil gut, aber Schneiden von Lebensmitteln oder auch Verarbeitung von Jagdbeute etc., das halte ich für eher mittelgut mit so einem Messer. Deswegen würde ich persönlich das Garberg auch zum Beispiel nicht als Allround-Survival-Messer in Betracht ziehen. Das wäre für mich ein ja, reines Bushcraft-Knife. So, zum Griff hatte ich noch gar nichts gesagt. Der besteht aus Polyamid und ist nicht verschraubt oder genietet, sondern fest mit der Klinge verbunden. Das Material, das fühlt sich auch fast schon wie Gummi an und hat ja auch so eine aufgebrachte Struktur. Das gibt auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Grip, finde ich ziemlich gut. Und mit dieser leichtbauchigen Form und dem angenehmen Grip lässt sich das Messer auch gut halten. Der Griff ist 12 cm lang und damit auch wahrscheinlich breit genug für die meisten Hände. Ihr seht, also ich habe lange Finger, aber eine schmale Hand. Hier wäre noch auf jeden Fall Platz für einen zusätzlichen Finger. Das heißt, mittelgroße Hände, die können dieses Messer sicherlich sehr gut greifen.
Allerdings vermisse ich hier auf jeden Fall noch einen Knebel bzw. Handschutz, weil das würde halt das Hantieren, vor allem bei nassem Wetter oder mit verschwitzten Händen, deutlich sicherer machen, damit man halt nicht so leicht mit der Hand in die Klinge reinrutschen kann. Und zum Schluss noch ein kurzes Wort zur Messerscheide. Für das Scarback, da gibt es nämlich zwei Varianten, einmal aus Leder und einmal als Molle-kompatibler Kunststoff Multimount, und dafür habe ich mich entschieden. Eigentlich ganz praktisch, kann man sich am Rucksack oder sonst wo noch befestigen und lässt sich hier auch noch mit einer anderen Befestigung versehen. Dann kann man nämlich diese Kunststoffscheide auch noch am Gürtel tragen zum Beispiel. Auch ganz praktisch finde ich, wie das so typisch ist bei diesen Kunststoffscheiden mit den Löchern auf der Unterseite, damit Feuchtigkeit bzw. Wasser aus der Messerscheide abfließen kann. So, ich denke, ich habe ein nettes Plätzchen gefunden für meinen Schnitttest für das Scarback. Ich habe jetzt leider nichts zum Batonieren, aber zumindest ein bisschen schnitzen möchte ich. Und ich habe auch natürlich die anderen Materialien dabei, also Kartonage, Papier, Kabelbinder, Seil, ja, und natürlich Holz. Also schauen wir mal, was das Ding kann. So, der Schnitttest vom Scarback. Es ist ein bisschen windig. Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr ins Mikro reindröhnt. Und wir beginnen natürlich mit Papier. Also so richtig will es nicht. Ah ja. Okay, wunderbar. Machen wir weiter mit dickem Kabelbinder. Ah, so dick ist er nicht, aber immerhin. Okay, kein Problem natürlich. Dicke Versandkartonage. Ja, kein Problem. Übrigens, den Müll, den nehme ich natürlich wieder mit. Ich habe ja eine Tasche dabei. Gut, jetzt kommen wir zu den interessanten Sachen. Da haben wir einmal ein Mehrzweckseil. Das ist ziemlich dick. Sieht auch brutal aus, aber es ist gar nicht so fett. Also hier innen drin, das sind Kunststofffasern. So ein ganz normales Haushaltsmehrzweckseil. Ja, absolut kein Problem. Ein bisschen kurze Enden. Ja, selbst doppelt. So, jetzt wird es ein bisschen fester. Jetzt haben wir hier ein Jute-Seil, 1 cm dick. Festes, stabiles Hanffaser-Jute-Seil. Aber auch hier absolut kein Problem. Also die Schneide ist auf jeden Fall ordentlich scharf. Auch hier dreifach, kein Problem. So, und hier noch ein bisschen Totholz. Das ist noch halbwegs, also nicht ganz ausgetrocknet, so halbwegs ist es noch okay. Mal gucken, was wir hier... Ja, also es beißt ziemlich gut. Damit kann man wahrscheinlich gut spalten. Ich habe leider nichts zum Batonieren hier gefunden. Deswegen bleibt es erstmal beim Schnitzen. Ich kann natürlich ein bisschen Hacken versuchen. Also ist auch kein Problem. Die Schneide, die beißt eigentlich gut rein. Wirklich ein gutes, schweres Arbeitsmesser. Ja. Mein persönliches Fazit zum Scarback von Moranev: Mir gefällt das Messer sehr gut. Dass wir hier 14C28N als Stahl bei der Klinge haben, finde ich sehr gut. Das ist ein bisschen besserer Schwedenstahl. Auch der Griff gefällt mir gut mit dem G10-Material. Die bauchige Form, es lässt sich wirklich gut greifen. Und durch das etwas höhere Gewicht kann man hier auch sogar hacken.
Batonieren geht hier auf jeden Fall mit dem Messer. Trotzdem, für mich persönlich wäre das jetzt nicht, das Garberg kein Messer, das mein Haupt-Outdoor-Bushcrafting-Knife werden würde. Aber ja, das sind halt einfach persönliche Vorlieben, die man so hat. Ansonsten von den Materialien, von der Verarbeitung und auch von der Schnittigkeit her habe ich eigentlich so nichts auszusetzen im Großen und Ganzen und deswegen kann ich das Garberg auch durchaus empfehlen. Was haltet ihr von den Moranif-Messern eigentlich generell und habt ihr auch das Garberg oder ein anderes Moranif-Messer? Welches ist euer Lieblingsmesser von Mora? Würde mich mal interessieren, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, und das war's hier mit dem Review. Ich freue mich über ein Like und abonniert den Kanal, damit helft ihr mir und außerdem verpasst ihr dann auch keine weiteren Videos. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.